Ich wünsche mir für die Zukunft der Meere, dass viel mehr Menschen darauf achten, nicht so viel Plastik zu benutzen und wegzuschmeißen. Und dafür wünsche ich mir, dass die Menschen mehr Rücksicht nehmen auf andere Lebewesen. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Tiere genau die gleiche Chance haben wie wir Menschen zu leben, nicht, dass sie im Plastik sterben. Und ich wünsche mir auch, dass die Meere nicht mehr so verschmutzt sind. Also dass man da noch viel mehr für tun muss. Wissenschaftler vermuten, dass wir 2050 eben mehr Plastik als Fische im Meer haben. Dann löst es sich auf in ganz kleinere Stückchen, das heißt dann Mikroplastik. Und irgendwann wird das Mikroplastik auch noch mal kleiner. Und dann ist es sogar noch schwieriger für die Fische. Weil sie es mit ihrer eigentlichen Nahrung verwechseln und dadurch sterben die dann irgendwann. Wir wissen alle, dass dort auch viele Chemikalien beigemischt sind. Am Ende der Kette steht der Mensch und der ist dann auch letztendlich Plastik. Je mehr wir unsere Gewässer verschmutzen, desto gefährlicher wird es auch für uns. Wir müssen verhindern, dass das Plastik überhaupt noch reinkommt. Die Aktion Ozeanretter ist eine Idee, die eigentlich bei den Schulvorträgen entstanden ist. Und das ist immer so, dass nach dem Vortrag die Kinder ganz Feuer und Flamme sind und auch etwas zur Rettung der Meere beitragen wollen. Nicht jeder kann auf die Seekuh, aber jeder kann ein eigenes Projekt umsetzen. Und als Dankeschön sagen wir dann vom Verein, ihr kriegt jeder ein Ozeanretter-T-Shirt und machen euch zu Ozeanrettern. Ozeanretter! Also die Seekuh ist ja ganz was Besonderes, weil sie eine Zulassung hat. Man kann sie auseinandernehmen, einen Container verschicken. Sie war ja schon in Hongkong. Sie hat ein Forschungshäuschen und eins für Taucher. Sie kann also nicht nur reinigen, also Plastik rausholen mit Netzen. Sie kann auch quasi aufklären. Sie fährt in den Ort rein. Wir machen Wasserproben und wir können sie sofort analysieren. Die Seekühe, die später kommen, die reinigen dann wirklich autark. Die Meere sind nur noch mit Wind und Sonne angetrieben. Immer eine Gruppe von 50 gehören zu einem Seeelefanten, der dann also quasi den Seeelefanten beliefert mit dem, was er gefunden hat. Der Seeelefant kann aus allen Materialien, die wir finden, die wir entweder kriegen oder die wir selber sammeln, kann der Energie machen. Das ist also eine super tolle Idee. Wir wollen eben diesen Müll umwandeln. Wir wollen den Kunststoff, wenn er von der Qualität gut genug ist, wieder recyceln, sodass er wieder für neue Produkte eingesetzt werden kann. Wenn die Qualität nicht ausreicht, dann machen wir daraus Kraftstoff. Und jetzt kann man ja auch Öl aus Plastik machen. Und das ist natürlich cool, weil man kann dann quasi aus Müll Wertstoff machen. Die Verölung funktioniert so, dass der gesammelte Kunststoff unter Luftabschluss erhitzt wird. Dann entsteht ein Synthesegas, das verdampft also. Und aus diesem Gas lassen sich dann Kraftstoffe wieder synthetisieren. Jede Hilfe zählt. Die Seekuh trägt auf jeden Fall schon viel bei. Aber man kann auch einfach Trinkflaschen von zu Hause mitnehmen. Und so muss man nicht Plastik kaufen. Bei den To-Go-Sachen nicht einfach dann nichts essen, sondern was von zu Hause mitbringen oder so. Da kann man sich von zu Hause auch einfach eine Stofftasche mitnehmen. Auf Plastik zu verzichten oder Plastik zu reduzieren, ist auch Klimaschutz und Meeresschutz. Und da müssen wir wirklich alle zusammenhelfen in jedem Alter. Es ist schon wichtig, dass jeder was von uns was macht, weil ein Mensch alleine kann das nicht schaffen oder zwei. Müssen schon ziemlich viele machen. Wenn wir das wirklich schaffen wollen, dann kriegen wir das auch hin. Die Welt zu retten, das sollte eigentlich gar keinem egal sein. Wir sagen das den anderen Menschen auf der Straße weiter, dass sie auch weniger Plastik und so benutzen sollen und es dann wenigstens in den Müll schmeißen. Wenn wir das dann schon ganz vielen Menschen sagen, dann ist dann wenigstens auch schon ein bisschen. Und dann ist vielleicht auch die Welt schon ein bisschen besser. Ich würde mir wünschen, dass diese Ideen auch in der Politik Gehör finden, dass sich auch wirklich unser Recycling-System ändert in Richtung mehr Müllvermeidung. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass mehrere Menschen halt den Organisationen helfen und denen irgendwie Geld spenden, damit sie irgendwie neue Schiffe kaufen können dafür, dass die halt den Müll raus transportieren und so. Ich möchte das eigentlich in den nächsten 2-3 Jahren sehen, dass diese Verölungsanlage funktioniert, dass sie auch tatsächlich in der Lage ist, Müll, der aus dem Meer kommt, der auch aus Deponien kommt, der auch in Megacities letztendlich tagtäglich anfällt, dass das nicht mehr deponiert werden muss, dass es nicht mehr ins Meer kommt. Wir können ein Problem mit dem Müll im Meer können wir noch hinkriegen, können wir noch lösen, aber wir müssen damit anfangen. Hilf uns, unsere Ozeane zu retten! Teile dieses Video!